Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch das Rezept für diese super leckeren und saftigen Nussecken. Für die Nussecken bereite ich zuerst einen Mürbeteig zu. Hierfür nehme ich 170 Gramm Mehl, 65 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, einen halben Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz und mische die Zutaten kurz durch. Dann gebe ich 65 Gramm kalte Butter und ein mittelgroßes Ei hinzu und mische die Zutaten, bis ein Teig entsteht. Ich mache das hier mit meinem Multizerkleinerer, ihr könnt den Teig natürlich auch mit einem Handrührgerät in der Rührschüssel zubereiten. Den Keksteig gebe ich auf ein Stück Backpapier, drücke ihn etwas flach und falte das Backpapier nun so über den Teig, dass ein Rechteck der Größe 30 x 20 cm entsteht. Und damit das Backpapier nicht aufgeht, drehe ich es jetzt um und verstreiche den Teig mit Hilfe eines Tortenhebers bis in die Ecken. Den vorbereiteten Keksteig lege ich dann in den Kühlschrank und bereite als nächstes den Belag zu. Für den Belag nehme ich zunächst 100 Gramm Butter, 100 Gramm braunen Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und 2 Esslöffel Wasser und erwärme die Zutaten bei schwacher Hitzezufuhr so lange, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Jetzt zerkleinere ich noch 200 Gramm Haselnüsse, vermische sie gründlich mit dem warmen Karamell und lasse die Mischung kurz abkühlen. In der Zwischenzeit heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor und hole den Keksteig aus dem Kühlschrank. Den Teig lege ich mit dem Backpapier auf ein Backblech und bestreiche ihn mit 3 bis 4 Esslöffel Aprikosenmarmelade. Wer möchte, kann aber auch Johannisbeergelee oder Orangenmarmelade benutzen. Auf die Marmelade gebe ich dann die Nussmischung und verstreiche sie mit Hilfe eines Tortenhebers bis in die Ecken. Ich habe die Nussecken hier genau 22 Minuten gebacken. Je nach Vorliebe könnt ihr sie aber auch schon etwas früher aus dem Ofen holen.
Am besten funktioniert das Schneiden der Nussecken, wenn die Keksplatte ein paar Stunden im Kühlschrank gekühlt wird. Da sie es bei uns aber nie unbeschadet überlebt, lasse ich das Gebäck nur auf einem Abkühlgitter abkühlen. Das abgekühlte Gebäck schneide ich dann mit einem gezackten Messer zuerst in etwa gleich große Quadrate und teile diese dann nochmal diagonal in jeweils 2 Dreiecke. Nachdem die Nussecken zugeschnitten sind, bereite ich die Schokoladenglasur zu. Ich nehme dafür 100 Gramm Zartbitterschokolade, die hacke ich erstmal mit dem Messer fein. Und damit die Schokolade nach dem Festwerden keinen Grauschleier bekommt, schmelze ich zunächst nur 2/3 der Schokolade mit einem Viertel Teelöffel Kokosöl und löse anschließend die restliche Schokolade in der geschmolzenen Schokolade auf. Wem das zu viel Aufwand ist oder wer es besonders eilig hat, kann hier aber auch einfach eine Kuchenglasur verwenden. Ich mache das jetzt so, dass ich nur 2 Ecken der Nussecken in die Schokolade tunke, aber das könnt ihr natürlich ganz so machen, wie ihr wollt. Am besten legt man die Kekse nach dem Eintunken in die Schokolade auf ein Stück Backpapier oder wie hier auf eine Silikonmatte, denn davon löst sich die Schokolade nach dem Festwerden fast von selbst. Und so sehen die fertigen Nussecken aus. Luftdicht verpackt sind sie mehrere Wochen haltbar. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!